So, und Federbein ist wieder ausgebaut, hier unten, und hier oben ist das Federbein angeschraubt. Und so sehen die Federbeine im Vergleich aus. Prinzipiell gleich lang. Das eine hat vielleicht eine Länge um einen halben Zentimeter mehr in etwa. Aber wir sehen hier, dass diese Buchse von der Öffnung her zu klein ist. Das heißt, diese hier auspressen und eine andere einpressen. Aber das Federbein sollte passen. So, wir müssen ja unten das Federauge umbauen. Diese Hülse ist hier normal eingepresst, die habe ich schon herausgeschlagen. Und weil ja die Feder hier breiter ist, gibt es hier noch eine Hülse dazu. Allerdings ist die Hülse nicht so breit wie der Aufnehmer selbst. Alles in allem ein klein wenig zu schmal. Jetzt habe ich mir Folgendes überlegt. Ich werde hier die Metallhülse, die schaut schon ein Stück heraus, die presse ich aus. Dann werde ich die Kunststoffhülse auf die richtige Länge abschneiden und dann in einen etwas ausgebohrten Gummi einpressen, da die Hülse nämlich einen größeren Außendurchmesser hat als die metallene und sonst nicht hineingehen würde. Und damit sollte das dann passen. Dann hat das Federbein auf beiden Seiten einen Selenkblock, also einen Gummidämpfer. Und ich verwende die Original-Kunststoffhülse weiter. So, und jetzt die Hülse als Ganzer eingepresst, da die Hülse die Originallänge hat und eigentlich Außendurchmesser 18 mm hat und der Innendurchmesser des Selenkblockes nur 15 mm ist und ich den eingepresst habe, ist er so fest drinnen, dass ich ihn nicht ablängen muss und auch keine Metallhülse verwenden. Ich hätte natürlich auch den Selenkblock innen etwas weiten können, das wollte ich aber nicht. Ich habe es einmal versucht, er hat sich wirklich toll einpressen lassen und jetzt kommt einfach nur mehr links und rechts die Abdeckung und der Gummidichtring drauf und das Ganze wird montiert und das ist der Originale, wie ihr seht, von Größenunterschied erheblich. Und das wäre das Distanzstück, das drauf passen würde. Allerdings habe ich jetzt mit dieser Kunststoffhülse den gleichen gewünschten Effekt und kann das jetzt montieren, ohne hier die Kunststoffbüchse extra ablängen zu müssen. Es ist vom fahrsicherheitstechnischen und von allen anderen absolut zulässig, denn der ist so fest eingepresst, dass hier keine Hülse mehr notwendig ist. Auch wenn man wirklich einen Sprung machen würde mit dem Roller, würde sich das keine Millimeter bewegen. Und somit gibt es hier auch keinen Grund, dass es hier zu keinem Pickel kommen könnte oder keinen positiven Überprüfungsbescheid. So, und jetzt probieren wir, ob dieses Federbein hier passt.
Ich habe hier nur noch einen Gummiblock drauf gegeben. Und ja, hervorragend passt das. Ich muss nur mal oben die Schraube hinein und ja, wie man sieht, passt das hervorragend hinein. Jetzt schrauben wir es natürlich an. Müsst ihr vorher noch machen, dieser Bolzen hier mit dem Kunststoffaufnehmer, hier ist der Original Gummiring, der abdichten soll. Ja, den müsst ihr ein wenig einfetten, damit das auch sehr leichtgängig ist und natürlich hier nicht treibt. Und dazu verwenden wir einfach ganz normales Fett. So, die Oberseite ist schon festgeschraubt mit dem Schrauben und hier kommt eine Scheibe mit so einem Gummiring, mit einem Dichtring drauf. Das war original und das werden wir auch wieder drauf geben. Das kommt dann so drauf und dann wird diese Platte darüber geschraubt. So. Und mit der Mutter festgezogen. Dann natürlich auch die Schraube hier an der Achse festziehen, damit dann alles hält. So. Einmal fest. So, sehr gut. Das Federbein ist noch auf weichste eingestellt und je nachdem wie wir es benötigen, stellen wir es dann einfach fester ein. Ja, das einzige was noch fehlt ist die Abdeckung und das ist die Abdeckung. Die wird hier oben eingeschraubt. Ja, fertig ist das neue Federbein eingebaut. Ja so, hallo Mädels und Jungs. Hier seht ihr meinen Buchlido mit neuen Schuhen, neuen Reifen, dem neuen Federbein. Ja, lila. Ja, alles gemacht, bis auf die Schönheitsfehler. Hier bei der Hupe sieht man noch, ist es gebrochen. Das mache ich dann später und hier das Loch mache ich auch später. Und den Rahmen muss ich neu lackieren, aber das sind Schönheitsfehler. Technisch funktioniert er. 2 neue Spiegeln sind drauf. Neue Reifen, das neue Federbein in Rot gehalten. Und hier auch der neue Reifen drauf. Ja, und wenn ich dann ein Pickerl habe, wird auch noch der Auspuff entrostet, das heißt demontiert, entrostet und lackiert. Und das hier ein wenig aufpolieren. Ja, aber er läuft und wir haben in 2 Tagen dann die Überprüfung. Wegen den Bremsen brauche ich mir keine Sorgen machen. Die Vorderbremse geht extrem gut. Man muss sehr vorsichtig ziehen, sonst rutscht einem gleich das Vorderrad weg, weil es blockiert. Natürlich, weil die Reifen auch nicht angefahren sind, aber sind wirklich sehr giftig und die Hinterradbremse, wenn man kräftig draufsteigt, blockiert auch. Also alles in Ordnung, auch das vordere Radlager hat keine Luft. Ja, jetzt geht es eigentlich die Überprüfung und dann
anmelden und dann wird er einfach nur mehr hübsch gemacht. Und mit hübsch machen meine ich die Schönheitsfehler ausbessern. Ja, ich freue mich schon drauf, Wickel zu machen und wir werden sehen, wie es funktioniert. Technisch sollte keine Beanstandung sein.